Hallo, schon wieder Sonntag. Es ist immer witzig. Ich denke jetzt nämlich gerade, du weißt jetzt schon, was ich machen werde und ich noch nicht. Also du hast das Bild jetzt schon gesehen und ich stehe noch so davor und denke jetzt, okay, was machst du heute? Ich habe so eine Farbkombi im Kopf und zwar möchte ich gerne Rot und Weiß miteinander verbinden und nicht nass in nass, weil sonst habe ich hier nachher alles rosa. Ich möchte gerne also über eine andere Technik gehen und da eignet sich natürlich noch besser die Struktur. Und deswegen will ich heute was mit Struktur machen. Und dann war ich gestern spazieren und da brach so, oder beziehungsweise bin ich da über so einen Waldboden gegangen und habe so gesehen, wie die Erde so aufgebrochen war. Kannst du auch immer gut bei so einem Acker sehen. Und da dachte ich so, ja, ich mache mal wieder was mit Krakelieren. Also heute brauche ich eine etwas dickere Farbe und einen Föhn. Und ja, mit dem Föhn reißt dann schnell die Farbe auf. Die bricht einfach, wenn ich die etwas dicker drauf bringe. Ja, also viel Spaß heute mit dem Video. Schön, dass ihr alle da seid. Und jetzt starte ich einfach mal durch. Ich trage jetzt hier meine Farbe auf und dann gehe ich mit dem Föhn da drauf. Ich halte den Föhn also richtig dicht auf die Stelle, deswegen mach nicht zu viel auf einmal. Lieber mehrere kleine Stellen. Es gibt verschiedene Techniken des Krakelierens. Ich habe wirklich nur eine dicke Farbe genommen. Ich schreibe das mal unter das Video. Und ja, dann halte ich den Föhn da drauf. Ich arbeite ja nur mit Rot und Weiß, also ist es wichtig, welchen Rotton ich jetzt verwende, und da gibt es so viele. Mein Rotton soll ja eher erdig werden, aber er soll auch nicht zu stumpf sein. Also es darf ruhig ein bisschen Pep rein in den Rotton, und deswegen mische ich mir hier jetzt erstmal ein Farbmuster an, um dann zu sehen, welches Rot ich letzten Endes dann in einer größeren Menge mir anmische. Kommt ein schöner weiterer Moment, wo ich jetzt einfach die Farbe ausprobieren kann und wo ich die Struktur betonen kann, und das ist ja ein Genuss, würde ich mal sagen. Also du kannst dir Zeit lassen, du kannst ganz langsam arbeiten und du brauchst, ja, auf was willst du achten? Ich weiß nicht. Du kannst einfach Spaß haben. Also genieße diesen Farbauftrag, weil du kannst es so unendlich lange bemalen, dieses Bild. Du kannst daher wieder Weiß drüber geben, wieder Rot drüber geben. Also du kannst die Strukturen beliebig jetzt betonen. Und das kennst du ja schon aus vielen Videos von mir. Ich kriege mal wieder mein Grinsen nicht aus dem Gesicht, weil es ist wirklich toll. Also guck mal, ich habe ganz trocken die Farbe auf dem Pinsel und streiche da einfach nur so leicht drüber. Es gibt so schöne Muster. Du kannst auch mal ein Bild machen, nur so, mit so ganz wenig. Also das ist bestimmt auch toll. Ich muss dir noch mal von nahen zeigen. Schau mal, mit so ein bisschen kannst du so viel erreichen. Herrlich.
Ja, jetzt gebe ich wieder das Weiß drauf und ja, das war's. Das mache ich jetzt so hin und her, so lange, bis mir das Bild gefällt. Also ich habe jetzt keinen Plan, ich lasse mich inspirieren und es ist, glaube ich, immer so ein bisschen stimmungsabhängig. Wenn ich jetzt, also Rot wird mir schnell zu viel, deswegen gebe ich da immer gerne das Weiß wieder drüber und je nachdem, wie man halt drauf ist, kann man natürlich das Rot auch sehr kräftig stehen lassen und mit wenig Weiß arbeiten. Also das musst du jetzt sehen, was für dich besser ist. Habe ich gerade gearbeitet, meine kleine Farbpalette und ja, du kannst, wie du in dem Video siehst, ganz gezielt an dein Werk gehen und die auch nur mit einer Farbschicht betonen, die Struktur. Du kannst aber natürlich auch, wie du das aus den vielen Videos schon kennst, über die Schichten die Farbe immer weiter verändern. Und ja, die läuft hier gerade noch, das macht nichts, das nehme ich gleich wieder weg. Also tob dich einfach aus, mach einfach und ja, versenke deine Gedanken in das Bild und geh da wieder zufrieden aus dem Bild heraus. Das wünsche ich dir und deshalb ganz viel Spaß beim Malen. Danke für dein Like. Danke für die tollen, vielen lieben Kommentare. Ich freue mich da so sehr drüber, dass ich es gar nicht oft genug sagen kann. Also danke und einen ganz schönen Sonntag für dich. Auf Seite 12 steht etwas über die Rottöne, die habe ich dir einmal vorgestellt, aber ich schreibe dir das auch nochmal unter das Video, welchen Rotton ich verwendet habe und ja, da kannst du noch mal reinschauen. In der englischen Version ist es immer 2 Seiten weiter. Also viel Spaß und ja, nimm dir auch die Zeit zum Farbenmischen, denn das ist ja letzten Endes macht das dein Bild auch mit aus. Viel Spaß und einen schönen Sonntag. Tschüss!